Ja, ich habe im Vorfeld eigentlich einen ziemlich langen Leidensweg gehabt. Ich sag mal so circa ja, 4, 5 Jahre, Hm. wo ich die ersten Symptome hatte, dass ich schlecht Treppen steigen konnte und Schlecht aufstehen. schlecht aufstehen und bin mit den Beschwerden zu meinem Hausarzt gegangen. Der Hausarzt hat das immer abgetan, hat gesagt, ja, ich soll mal ein bisschen mehr Sport machen. Muss allerdings sagen, habe zu dem Zeitpunkt 29 Jahre als Sportlehrer gearbeitet. Und das war dann schon ein bisschen suspekt, so eine Anmerkung zu kriegen. Hat meine Beschwerden nie ernst genommen. Habe dann einen Hausarzt gewechselt, wo ich sagen muss, auf Drängen meiner Arbeitskollegen, weil das kein Zustand mehr war. Ich habe dann immer einen Regenschirm so als Gehhilfe benutzt. Habe in der Grundschule gearbeitet, da war das möglich. Da konnte man den kleinen Kindern auch ja, alle möglichen Geschichten erzählen, warum, wieso. Und ja, habe dann den Arzt gewechselt und dort hat die Ärztin, die hat meine Beschwerden dann ernst genommen, hat mich ins Krankenhaus überwiesen zur umfangreichen Diagnostik und da stand erstmal ziemlich schnell fest, dass es eine Muskelerkrankung ist. Das war für mich dann erstmal so, der Druck ist von mir abgefallen, wo ich gesagt habe, also ich habe doch was, ich bilde mir das nicht bloß ein. Und muss im Vorfeld noch sagen, bin dann wirklich noch mal ein Jahr ins Fitnessstudio gegangen, habe dort mich noch mal richtig geschafft und dort haben sich meine Beschwerden dann enorm verstärkt, wo das richtig schlimm geworden ist und daraufhin dann den Arztwechsel. Und ja, habe dann, das war im Mai, wo ich da im Krankenhaus war, dort wurde mir dann gesagt, da muss noch eine Feindiagnostik gemacht werden über das humangenetische Labor. Das wurde auch gemacht und habe dann im September 2012 die Diagnose bekommen, DM2. Ganz schwer, ganz schwer. Am Anfang hatte ich die Gehstöcke. So, da wurde ich, wir wohnen im ländlichen Raum, wo ich auch als ja, die aktive Sportlehrerin eigentlich überall bekannt war, kam dann mit den Gehstöcken, da wurden dann so die Sprüche, ach, hast du einen Skiunfall gehabt und so, und ich habe ja, ja, so abgetan, hatte dann so einen Aktivrollstuhl, erst zwischendurch dann noch ein Rollator, aber konnte das dann nicht mit dem ganzen Schulterbereich, wo das dann alles noch viel schlimmer wurde. Hatte dann den Aktivrollstuhl, mit dem kann man aber im ländlichen Gebieten mit Kopfsteinpflaster und Bordsteinkanten und ja, in der Ecke, wo wir wohnen, wo es auch doch relativ hoch und runter geht mit Steigungen, überhaupt nie vorwärts. Habe mich dann zu Hause eingeigelt und war mit der Situation total unglücklich. Und habe dann irgendwann gesagt, nee, ich muss. So mit dem Aktivrollstuhl, da sind wir dann, wenn wir mal raus wollten, mal einfach mal, ja, sind wir im Dunkeln raus, damit mich niemand sieht. Und Da ja, musste ich mit raus, ja, sie er zu musste schieben. mich ja schieben. Ja, Das selber bewegen, das ging so ging. auf die Arme und auf das Da habe ich die auf das Kraft gar nicht dazu gehabt. Die Auch Kraft mit den nicht und die Händen Schmerzen nicht. dann dazu. Ja. Naja, das war ein Prozess, würde ich sagen. Ich bin ein sehr offener Mensch und auch sehr lebensfroh. Und mit der Situation, nur alleine zu Hause zu sitzen und mal zu hoffen, dass mal die Freundin oder Bekannte oder jemand mal vorbeikommen und da so im Selbstmitleid zu versinken, das bin nicht ich. Und dort habe ich dann gesagt, so, und jetzt muss ich. So, auf Deutsch gesagt, Arschbacken zusammenkneifen und durch. Sehr blumig. So. Und hab das dann auch gemacht. Ich sag mal, das erste halbe Jahr in etwa, war das immer noch so,
jeder, der mich getroffen hat, ei, was ist denn mit dir? Und wo man so, die anderen, die haben dich bloß mitleidig angeguckt und ich war dann immer recht froh, wenn mich jemand daraufhin angesprochen hat, weil viele, ach, du hast UMS. Ich sage, nee, ist es nicht. So kurze Erklärung. Wie habe ich es erlebt? Es ist eine Deprimierend. belastende, es ist ja deprimierend und es ist eine belastende Zeit, weil sich doch bei meiner Frau einiges verändert hat im Kopf. Ja? Und ich selber muss ja noch, oder arbeite ja voll, wo das ja immer bloß in der Zeit, die ist den ganzen Tag alleine zu Hause, oder war den ganzen Tag alleine zu Hause. Und wenn ich abends nach Hause gekommen bin, dann kam das, was sie hat auf mich gewartet, und dann kam das alles auf mich. Ja. Hört man sich an, Bis auf so und kleine bewegt Dinge. sich. Einkaufen. Ja, Genau. Ja. oder so. So, Wo das schon erst einmal in der Übergangszeit, bis sie akzeptiert hat, dass es mit dem elektrischen Rollstuhl viel besser geht, war eine schwere Zeit. ja, ja. Aber wir haben gute Freunde gehabt. Ich muss sagen, sie hatte Ja. gute Nachbarn, wo das Die mir gut auch immer kompensiert. geholfen haben, die Ja. mich auch mitgenommen haben, weil ich habe dann auch relativ schnell einen Führerschein abgelegt. Also ich habe ihn nicht abgegeben, aber wo ich dann nicht mehr Auto gefahren bin, hatte dann so ein Schlüsselerlebnis, wo ich zum Glück bei uns im Grundstück halt den Fuß nimmer vom Pedal gekriegt habe und wo ich gesagt habe, und jetzt ist Schluss, wenn mir das auf der Straße passiert und ein Kind läuft über die Straße, dann war es das. Und da habe ich gesagt, nee, mit so einer Schuld könnte ich nie leben. Und da habe ich dann schweren Herzens mein Auto abgegeben und war damit umso mehr natürlich, gerade im ländlichen Raum, auf fremde Hilfe angewiesen. Ja. Ja. Ja, es gab eine Zeit, da war die Lebenslust nicht mehr da. In der Übergangszeit vor allen Dingen. Und das Akzeptieren, dass man nicht mehr so beweglich ist, wie man das gewohnt war. Wie sie gerade sagte, sie hat auch das Autofahren aufgegeben, obwohl sie sehr gerne Auto gefahren ist. Ist man ja auch viel selbstständiger. Ja, da gibt es dann schon mal Ungereimtheiten oder Reibereien zu Hause, wo man dann zusehen muss als Angehöriger, dass man das akzeptiert. Ich sage mal mehr, erst Ein anderes so Einfühlungsvermögen entwickelt. und trotzdem darauf eingeht, positiv. Auch wenn man zu mir böse ist. Das ist, ja, ich bin vom Charakter Gott sei Dank relativ ruhig. Okay. Ja. Mein Anteil ist im Prinzip so, dass ich dann immer zum Beispiel ihr zugeredet habe zu dem Elektrischen. Ich habe ihr dann aufgeführt, du siehst doch, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Mach das mit dem Elektrischen. Umso zeitiger, umso besser. Genau, das ganz Ja. Praktische. Ich konnte dann die Sache noch unterstützen, in dem Sinne, dass wir mit dem elektrischen Rollstuhl ein anderes Auto gekauft haben, wo wir den verladen können. Zum Beispiel. Und dann faktisch sie mit dem elektrischen und das Auto, da ist sie dann an dem Ort, wo wir sind, Ja. auch flexibel. Ja, genau. Hm. Unseren Traum, den haben wir uns eigentlich im letzten Jahr erfüllt, ne? Und Ja. haben uns noch einen Wohnwagen gekauft und sind damit natürlich völlig unabhängig und können dann Urlaub machen, wie wir froh und lustig sind und wo man auch spontan sagen kann, mir geht's gut, jetzt fahren wir los, oder mir geht's eben nicht so gut, dann bleiben wir da. Zusätzliches Stück frei. Ja. Ja. Ist so. Wir haben ja das Auto dann später nur nebenher. Ich war zwischendurch auch mal sehr krank und da konnte ich den Rollstuhl in das eine Auto nicht mehr mit hineinbewegen. So, da haben wir das Auto nochmal getauscht und haben jetzt ein Auto mit Bühne. Sie fährt im Prinzip drauf, hebt hoch, fährt rein, steigt dann bloß im Auto um. Ja. So.
Das ist erst einmal auch schon ein Stück noch Freiheit. Dann kam der Hänger noch dazu, weil wir da Wohnwagen, weil wir festgestellt haben, gerade in Deutschland, viele haben gesagt, ja, wenn man jetzt in Hotels, Pensionen Urlaub machen wollte, oder auch an der Ostsee, ganz schlimm, Behindertengerechte Behinderten, die Ferienwohnungen. Auskunft gekriegt hat, es ist behindertengerecht. Und dann kommen wir auf den Parkplatz und dann sind solche Absätze und da kommt nicht drüber. Strände in Deutschland nicht rollstuhlgerecht. In Polen ja. Ist Wo man traurig, grundsätzlich für so ein sagen reiches muss, Land eigentlich. Traurig. wo man grundsätzlich Ja, sagen muss, viele dass man sehen in das. Deutschland als Behinderter wirklich zu einer absoluten Randgruppe zählt. Ja, das ist Fakt. Das klingt bei mir jetzt alles so, als ob ich das alles so nebenbei bewältigt habe. Ich habe natürlich zwischendurch depressive Phasen gehabt, auch gerade in der Anfangsphase schon extrem. Aber ich habe dann gesagt, du hast keine Wahl. Entweder versinkst du jetzt im Selbstmitleid, zerstörst deine Familie, deinen Freundeskreis, und weil du nicht mehr die bist, die sie alle gemocht haben, oder du nimmst das an, sagst, es ist jetzt so und jetzt orientier dich um, dass du ein anderweitig aktives, schönes Leben führen kannst. Und ja, schon. Da kommen natürlich auch immer mal Rückschläge, gerade wenn jetzt die Jahreszeit losgeht, wo es dann so trüb und kalt draußen ist, wo die Kälte ist ja wirklich Gift, und da habe ich richtig ernsthaft Probleme dann, aber da habe ich dann meinen Mann, der mich dann auch immer wieder aufbaut, und ja, im Sommer über ist es gerade dieses Jahr, der Sommer war fantastisch, die Wärme, und nun muss ich auch sagen, auch bei uns im Grundstück, mein Mann hat alles umgebaut, dass ich auf allen Etagen im Grundstück, wo Garage und da die eine Rampe und dann eine Auffahrt auf die Terrasse, dass ich da über die Wohnstube auch kann, und im Garten Hochbeete gebaut, das Gewächshaus mit behindertengerecht, also der ist so breit, dass ich mit dem Rollstuhl reinfahren kann, also wo ich dort, mein Tagesablauf ist heute so orientiert, dass ich meinen Hobbys nachgehen kann, wofür ich früher, als ich noch gearbeitet habe, keine Zeit dazu hatte. Das ist Zeit Ja. gewonnen, von dem Ja, jetzt mehr, ja, dass du Lust drauf hast. Ja. Super.